Muss man nach dem Wegzug aus Deutschland möglicherweise noch für 10 Jahre deutsche Steuerregeln in Hinblick auf Kryptowährungen beachten? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Vor kurzem hatte ich ein Video hier aufgenommen zur sogenannten erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Sie betrifft all jene, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben, in den letzten 10 Jahren 5 Jahre mindestens in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren, noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben, das heißt also nach dem Wegzug noch Immobilien, Firmenbeteiligung und so weiter in Deutschland haben und in ein Niedrigsteuerland umgezogen sind, beziehungsweise als digitale Nomaden unterwegs sind. Dort hatte ich ja in dem Video erzählt, dass der Bundesfinanzhof, also das höchste deutsche Finanzgericht, erst 2025 nochmals diese erweitert beschränkte Steuerpflicht bestätigt hat. Hier ging es um eine Deutsche, die in England den Non-Dom-Status hatte. Damit galt sie als in ein Niedrigsteuerland verzogen. Sie hat von einem deutschen Unternehmen Zinsen bekommen und Dividenden. Diese Zinsen und Dividenden wurden dann noch für 10 Jahre nach dem Wegzug in Deutschland versteuert, weil sie eben in ihrem neuen Wohnsitzland im UK darauf keine Steuern bezahlen musste. Hätte die Dame nun von einem amerikanischen Unternehmen Zinsen bzw. Dividenden erhalten, hätte sie natürlich diese nicht in Deutschland versteuern müssen, denn diese Einkünfte gelten ja ganz klar nicht als deutsche Einkünfte, sondern im Kontext der erweitert beschränkten Steuerpflicht werden sie den USA zugeordnet. In den USA sind es natürlich auch nicht zu versteuern, also wären sie dann tatsächlich steuerfrei gewesen, mal abgesehen von möglichen Quellensteuern. Diese sind natürlich immer zu bezahlen. Also, die erweitert beschränkte Steuerpflicht sagt im Grunde genommen, dass wenn die vorhin genannten Kriterien erfüllt sind, ist man auch noch für 10 Jahre nach dem Wegzug hier unter bestimmten Voraussetzungen für deutsche Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig, die sonst nicht in Deutschland zu versteuern wären, wenn man eben Deutschland verlässt. Hier fragen mich nun Mandanten immer wieder, wie es mit Krypto aussieht. Fallen also Einkünfte aus dem Verkauf von Kryptowährungen auch noch unter das deutsche Steuerrecht, wenn ich unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht falle? Muss ich also demnach die deutschen Steuerregeln beachten hinsichtlich Krypto, auch wenn ich im Ausland bin? Hier muss man natürlich ganz besonders an die einjährige Haltefrist denken. Heißt das also, dass ich für 10 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland immer noch Kryptowährungen für mindestens 1 Jahr halten muss, bevor ich sie verkaufe? Denn ansonsten würden die Verkaufserlöse in Deutschland steuerpflichtig werden. Mit genau diesen Fragen wollen wir uns hier einmal auseinandersetzen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, aber da ist es ja etwas Zeit hier ins Land gegangen. Inzwischen wurde ja auch noch ein weiteres BMF-Schreiben hier veröffentlicht, also ein Schreiben zu Kryptowährungen, wo steuerliche Fragen rund um Krypto hier weiter geklärt wurden. Daher macht es meiner Meinung nach Sinn, sich mit dieser Frage nochmals zu befassen. Außerdem ist natürlich der Kryptomarkt jetzt hier gerade in den letzten Monaten sehr volatil gewesen, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, für viele stellt sich eben auch die Frage oder das Bedürfnis, dass sie hier letztlich ihre Kryptos ziemlich schnell und ziemlich kurzfristig verkaufen wollen und nicht noch 1 Jahr lang warten müssen. In der Tat sagen sich sogar viele, ich will Deutschland genau aus diesem Grund verlassen. Ich will nicht mehr hier die Kryptos 1 Jahr lang halten müssen. Ich will die hier verkaufen können, wann es mir beliebt, nach 1 Monat, nach 1 Jahr, nach 10 Jahren. Ich will mich hier nicht vom Staat hier gängeln lassen, sondern selbst entscheiden, wann hier der richtige Zeitpunkt ist. Deswegen verlasse ich Deutschland, damit ich genau dieser Misere letztlich entfliehen kann. Also hinsichtlich der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Wie gesagt, man muss in ein Niedrigsteuerland umziehen oder digitaler Nomade sein. Man muss noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben, wie zum Beispiel Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen. Und wie verhält sich jetzt das Ganze hier für Krypto? Das Trickreiche an der erweitert beschränkten Steuerpflicht ist eben, dass sie hier nicht
von deutschen Einkünften spricht, sondern die erweitert beschränkte Steuerpflicht wird eben ausgelöst, wenn man nicht ausländische Einkünfte hat in einer ganz bestimmten Höhe. Und hier genau ist nun das Problem mit Krypto. Ich hatte ja vorhin angedeutet, dass die Dame in meinem Beispiel und die Dame, um die es ging bei dem BFH-Urteil, in England lebte und dann hier Zinsen und Dividenden von einem deutschen Unternehmen bekommen hat. Hätte sie diese Einnahmen von einem amerikanischen Unternehmen bekommen, wären es ganz klar ausländische Einkünfte gewesen. Jetzt ist die Frage, wie das Ganze hier mit Krypto aussieht. Wo ist eigentlich Krypto? Kann ich das tatsächlich einem Land zuordnen? Kann ich also sagen, das sind amerikanische Kryptos oder das sind deutsche Kryptos? Und das ist eben leider nicht der Fall. Ich kann hier die Kryptos nicht genau verorten im Sinne des Außensteuergesetzes. Das heißt, die Kryptos leben natürlich auf der Blockchain. Das heißt, sie sind irgendwie überall und nirgends. Natürlich sind die nicht nur in Deutschland, aber ich kann auch nicht sagen, die sind spezifisch in einem bestimmten Land. Das BMF-Schreiben, das vor 2 Jahren veröffentlicht wurde, hat relativ klar gemacht, dass auch letztlich das Halten von Coins auf einem Exchange hier nichts über die Belegenheit dieses Coins ausmacht. Denn wenn man sich das genauer anschaut, dann wird ja auf der Exchange im Wallet nicht der Coin gehalten, sondern nur der Key zum Coin. Das heißt, es spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt meine Coins bei einer amerikanischen Börse zum Beispiel habe. Meine Coins werden dadurch nicht amerikanisch. Und dadurch habe ich eben den Sonderfall, dass die Einkünfte aus Krypto im Verständnis der erweitert beschränkten Steuerpflicht keine ausländischen Einkünfte sind. Sie mögen zwar auch keine inländischen Einkünfte sein, sind aber eben keine ausländischen Einkünfte. Und damit habe ich also tatsächlich das Problem, dass Einkünfte aus Krypto, wenn ich mich nicht an die deutschen steuerlichen Regeln halte, das heißt die Coins mindestens für 1 Jahr halte, nicht nur die erweitert beschränkte Steuerpflicht auslösen können, erstens, sondern dass diese Erträge eben dann noch für 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig werden würden. Also 10 Jahre nach Wegzug, meine ich. Ja, das ist eine Lesart der erweitert beschränkten Steuerpflicht und das ist etwas, das der Gesetzgeber noch nicht geklärt hat und es ist eben auch nicht 100%ig klar, ob er es jemals klären wird. Wenn du jetzt danach online suchst, wenn du jetzt also suchst nach Einkünften aus Kryptowährungen und erweitert beschränkte Steuerpflicht, wirst du hier verschiedene Meinungen finden, durchaus auch von namhaften Steuerexperten. Da wird es Anwälte geben, die sagen ganz klar, wir verorten die Coins dort, wo dein Wohnsitz ist. Das heißt, wenn dein Wohnsitz eben irgendwo im Ausland ist, dann wird auch der Coin dort angenommen. Damit handelt es sich um ausländische Einkünfte und fällt nicht nur in die erweitert beschränkte Steuerpflicht, löst diese auch nicht aus und ist damit auch in Deutschland nicht zu versteuern, wenn du daraus eben Erträge generierst. Es gibt aber ebenso auch andere Experten, die genau das Gegenteil sagen und die eben sagen, möglicherweise findet hier eine Besteuerung in Deutschland statt. Wir hatten ja vor kurzem hier unser Seminar in Dubai, unsere Plan-B-Reise nach Dubai. Da war auch einer der führenden deutschen Kryptosteuerberater mit uns dort in Dubai, um nicht zu sagen der führende Kryptosteuerberater, der auch hier die Bundesregierung berät. Und er sieht das genauso, wie ich es gerade eben gesagt habe. Das heißt, er sagt ganz klar, dass unter Umständen Kryptos unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Dass man sich also dazu sehr genau Gedanken machen muss, wenn man auswandert, wie man mit diesem Thema umgeht, um hier kein steuerliches Risiko in Deutschland zu haben. Was wären jetzt also 3 Wege, wie du dich hier ganz sicherlich schützen kannst vor diesem Risiko, dass der Verkauf von Kryptowährungen auch nach deinem Wegzug in Deutschland zu versteuern wäre. Gut, die erste Sache wäre, du hältst dich an die deutschen Steuerregeln. Ja? Wenn du also nicht gewerblich tradest, sondern hier es um private Veräußerungserlöse geht, dann hältst du einfach diesen Coin für mindestens 1 Jahr. Das ist momentan aktuell die Spekulationsfrist. Und danach kannst du ihn steuerfrei verkaufen. Das heißt, selbst wenn du keine Steuern auf diesen Verkauf bezahlen musst, hast du dich an die deutschen Regeln gehalten und dann wirst du hiernach auch kein Problem bekommen im Rahmen der weiter beschränkten Steuerpflicht. Möglichkeit 2. Du ziehst in ein Land um, das ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat und den Verkauf von Kryptowährungen steuerfrei stellt.
Beispiel die Schweiz. In der Schweiz ist es ja so, dass private Veräußerungserlöse unter bestimmten Bedingungen steuerfrei sind. Also hier darf man eben auch nicht unter die Gewerblichkeit fallen. Und Länder, die mit Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen haben, fallen per se nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, beziehungsweise die erweitert beschränkte Steuerpflicht kann hier eben keine Wirkung entfalten, weil letztlich das DBA hier übergeordnetes Recht darstellt, also das Doppelbesteuerungsabkommen. Ziehst du zum Beispiel in die Schweiz um, wo der Verkauf von Kryptowährungen steuerfrei ist, dann kannst du hier auch im Falle eines Falles nicht von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen sein. Die dritte Möglichkeit ist, dass du hier die ganze Sache gewerblich im Ausland aufziehst. Also sagen wir mal, du ziehst nach Zypern um, du gründest dort eine Limited und diese Limited tradet dann mit den Coins. Du gibst die Coins vielleicht als Sacheinlage hier in die Limited hinein. Und die Limited macht dann gewerbliches Krypto-Trading. Sie muss sich also dann nicht hier an die einjährige Haltefrist halten. Sie kann jederzeit verkaufen, muss dann allerdings natürlich auch in Zypern zum Beispiel Körperschaftssteuer bezahlen auf die Gewinne. So, das sind 3 Möglichkeiten, wenn du jetzt hier Rechtssicherheit willst und dich ganz sicher vor der weiter beschränkten Steuerpflicht im Hinblick auf Kryptowährungen schützen willst. Wie gesagt, eine definitive Antwort kann ich dir leider auch nicht geben. Hier gibt es keine Einigkeit zwischen Experten. Hier muss man weiterhin ein weiteres BMF schreiben oder ein Gerichtsurteil eben zum Beispiel durch den BFH oder ein untergeordnetes Gericht abwarten. Aber möglicherweise wird sowas auch nie kommen. Das heißt, wie gesagt, wenn du ganz sicher sein willst, dann halte dich an die einjährige Haltefrist oder eben wähle einen der beiden anderen Methoden, die ich dir gerade genannt habe. Du dürftest also auf keinen Fall zum Beispiel digitaler Nomade sein und dann Kryptos haben und diese dann unterjährig verkaufen. Dann würdest du hier in Deutschland möglicherweise eben, man weiß es nicht, die Steuerpflicht auslösen. Jedenfalls setzt du dich diesem Risiko aus. Wie du siehst, die Sache ist ziemlich kompliziert. Es kann ziemlich unangenehm sein, hier die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Übrigens bringt es dir auch nichts, die Staatsbürgerschaft hier kurz vor dem Umzug abzulegen. Denn es geht ja um den Zeitraum 10 Jahre vor dem Wegzug. Wenn du in diesem Zeitraum 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst, als deutscher Staatsbürger fällst du eben unter die Regel, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind. Das heißt also, leider kannst du hier auch nicht viel machen. Hast du aber eine Ehefrau, einen Ehemann, der nicht Deutscher ist, dann fällt er ja nicht unter die weiter beschränkte Steuerpflicht. Du könntest hier zum Beispiel deinem Partner dann die Coins schenken und derjenige kann dann nach Herzenslust traden und sie auch verkaufen, bevor die einjährige Haltefrist um ist. Auch hier muss man die Schenkungssteuer beachten, aber zwischen Ehegatten eben gibt es hier einen hohen Freibetrag von 500.000 Euro. Hier hast du schon die 4. Lösung, wie du diese erweitert beschränkte Steuerpflicht auf Kryptos vermeiden kannst. Ja, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, erweitert beschränkte Steuerpflicht und ähnlich komplizierten Sachverhalten auseinandersetzt, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Mit genau solchen Themen befassen wir uns seit fast 20 Jahren. Wir helfen Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich im Ausland optimal aufzustellen, Steuern zu sparen, Vermögen zu schützen vor dem Zugriff des Staates. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.